Hallo liebe Freunde, auch heute wieder willkommen hier auf meinem Kanal bei meinem neuesten Film. Heute möchte ich euch wieder eine unheimlich schöne Wanderung mit ganz viel Herz vorstellen. Vielleicht ist es sogar die schönste Wanderung im Erzgebirge, nämlich am Grünen Graben und im Schwarzwassertal. Dazu möchte ich euch jetzt herzlich einladen und wünsche euch viel Spaß dabei. Zunächst fahren wir hoch ins Erzgebirge Richtung Marienberg-Chomutov und landen schließlich im kleinen Bergdörfchen Poberschau. Über diesen kleinen Ort könnte man allein einen ganzen Film füllen. Wir orientieren uns jedoch in Richtung Bergschenke zum Katzenstein. Kurz darauf finden wir den Startpunkt unserer Wanderung. Zunächst entlang am Grünen Graben, um heute herauszufinden, ob es tatsächlich die definitiv schönste Wanderung des Erzgebirges ist. Es gibt mehrere Varianten, diese Rundtour zu gehen und auch abzukürzen. Einige habe ich rot markiert. Diese Version hier ist meine persönliche Lieblingsvariante und beträgt knapp 16 Kilometer. Plant aber bitte die Zeit reichlich, es gibt jede Menge zum Anschauen. Zur Geschichte unseres Grünen Grabens so viel. Bergbau hat in Poberschau eine große Rolle gespielt. Das Schaubergwerk Molchner Stollen vermittelt heute noch einen Eindruck davon. Und Wasser, also Energie, war natürlich notwendig. Die Wasserverhältnisse im Ort waren jedoch teilweise schwierig, deshalb entschloss man sich, einen Graben aus dem Tal der Schwarzen Pockau herüberzuleiten. 1678 wurde der Bau unter Leitung des Bergmeisters Martin Hiller begonnen und 1680 abgeschlossen. Im Winter ruhten die Arbeiten, so betrug die effektive Bauzeit sagenhafte 57 Wochen. Wie wir sehen, teilweise wurde er durch Gestein geschlagen und alles ohne PC. Ein schönen Gruß an Stuttgart 21, Berliner Flughafen und so weiter. 1865 wurde der Bergbau im Ort schließlich eingestellt, das Wasser des Grünen Grabens für die danach folgende aufkommende Industrie jedoch weiter genutzt. Kaum vorstellbar, bis kurz nach der Wende sogar. Denn dann hatte der letzte von ihnen den Schlussstrich ziehen müssen. Immerhin zwischen 1974 und 1981 wurde der Graben instand gesetzt. Entlang des Grabens führte der ehemalige Grabensteig unser heutiger Wanderweg. Besonders an Wochenenden findet man am Weg ein echtes Unikum, das Waldcafé Kurt. Die Behörden haben ihm das Leben wahnsinnig schwer gemacht. Umso schöner finde ich, dass er durchgehalten hat und noch immer hier ist. Am Anfang nannte er sich übrigens Kurt dreht durch. Und warum er durchdreht, das seht ihr hier. Mit Kaffee und von Kurt frisch gebackenen Kuchen können wir uns nun an die nächsten Kilometer bis Kühnheide machen. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann, wie eingangs erwähnt, mehrere Möglichkeiten zum Abkürzen ins Schwarzwassertal nutzen. Schließlich erreichen wir Kühnheide an der tschechischen Grenze und sind am Wendepunkt unserer Wanderung angekommen. Wer den schönen Kuchen von Kurt schon verdaut und abgelaufen hat,
Für den locken leckere Gaumenfreuden in der Gaststätte Schwarzwassertal. Und keine Sorge, jetzt geht's die nächsten Kilometer entspannt bergab. Ein kleiner Augenschmaus ist die Steinerne Brücke, etwa 15 Minuten unterhalb von Kühnheide. Von hier gehen übrigens auch viele sehr schöne Wanderwege ab. Allerdings fällt jetzt eins auf: Der für einen Bergfluss merkwürdige, schnurgerade Verlauf unserer Schwarzen Pogau, wie der Fluss eigentlich richtig heißt. Hier an dieser Stelle wurde nämlich nachgeholfen, wie übrigens auch an den Hängen ringsum zu erkennen ist. Wer genau hinschaut, der kann auch einen Stolleneingang erkennen. Die Ursache liegt im Baubeginn für eine geplante Talsperre, welche ziemlich große Ausmaße angenommen hätte. Am Ende des Films mehr zu diesem Thema. Für alle Freunde des Radsports, unser Schwarzwassertal eignet sich auch hervorragend zum Radfahren. Die Steigung ist relativ human und auf dem Bergkamm hat man viele Anschlussmöglichkeiten bis weit nach Tschechien hinein. Wir laufen weiter auf diesem angenehmen und kurzweiligen Weg und sehen bald darauf die markantesten Felsgebilde. Rechts von uns die Teufelsmauer. Sie besteht aus lauter einzelnen Wänden, aus deren Spalten man mit der nötigen Fantasie das unheimliche Gesicht des Beelzebubs erkennen kann. Gleich daneben dieser spitze hohe Felsen, die Nonne. An dieser Stelle sollten wir kurz innehalten, zum einen, weil man oft Bergsteigern zusehen kann, zum anderen sollte man hier an die Kraft der Natur denken, denn beim letzten großen Hochwasser 2002 wurde von diesem kleinen Flüsschen der komplette Weg am Fuß der Nonne weggespült, heute kaum vorstellbar, auch davon später mehr. Ein Stück nach dem Nonnenfelsen erkennen wir hoch über dem Tal unser heutiges Ziel, das Aussichtsplateau des Katzensteins. Und fast unterhalb laufen wir weiter an der Ringmauer entlang. Wem die Füße inzwischen wehtun, passt bitte auf, es kommen jetzt wieder mehrere Möglichkeiten, um nach oben zu steigen und die Tour abzukürzen. Ich laufe jedoch gern weiter in Richtung hinterer Grund und gehe erst den sogenannten Arnoldsweg nach oben. Und solltet ihr hier ins Schwitzen kommen, kein Problem, das dürft ihr ruhig. Schließlich bringt es der Katzenstein auf satte 710 Höhenmeter. Geschafft, liebe Freunde. Genießen wir den wunderschönen Ausblick vom Katzenstein und an dieser Stelle ist es Zeit, die eingangs gestellte Frage zu beantworten. Ist das hier tatsächlich die definitiv schönste Wanderung im Erzgebirge? Ich denke, so viele Menschen es gibt, so viele Antworten gibt es. Und wisst ihr was? Probiert doch einfach diese Rundtour selbst einmal aus. Zumal man hier zu jeder Jahreszeit schön laufen kann. Und schreibt mir dann unten in die Kommentare hinein, wie ihr es hier empfunden habt. Das gilt natürlich auch für diejenigen, welche schon hier gewesen sind. Ich bin jedenfalls schon ganz neugierig. Auf jeden Fall, eins kann ich euch ganz sicher versprechen,
es ist zumindest eine der definitiv schönsten Wanderungen im Erzgebirge. Wer darüber hinaus noch mehr über diese schöne Gegend erfahren möchte, dem kann ich das Buch Das Tal der Schwarzen Pockau von Frank Ludwig wärmstens empfehlen. Dort findet ihr viele Informationen über die geplante und zum Glück nicht realisierte Talsperre, über die verheerenden Hochwasser von 1999 und 2002 und vieles andere mehr. Unten in die Beschreibung zum Video schreibe ich euch noch einmal den Titel, Autor und Verlag des Buches hinein. Dazu wieder den Link zu Komoot, wo ihr den genauen Verlauf der Wanderung einsehen könnt. Und seid ihr schon einmal hier oben, dann probiert doch noch die Bergschenke zum Katzenstein aus oder schaut euch in Poberschau um. Ihr findet zum Beispiel das erwähnte Besucherbergwerk zum Molchner Stollen und jede Menge andere interessante Sachen. Wenn euch unsere Wanderung gefallen hat, dann lasst bitte eine Bewertung hier oder abonniert einfach meinen Kanal. Denn bald geht's hier weiter durch unsere schöne Natur. Tschüss!